Retraced baut die weltweit größte Plattform für Mode- und Textilunternehmen. Mit über 20.000 Teilnehmern haben wir das größte Netzwerk, verbinden diese und machen Nachhaltigkeitsmanagement effektiv und effizient. Die größte Herausforderung bei einer Firma wie Retraced ist vor allem immer technologisch am fortschrittlichsten zu sein. Immer einen Schritt vor allen anderen zu sein und auch das dem Kunden direkt bieten zu können. Von Anfang an haben wir bei Retraced auf der Oracle Autonomous Database aufgesetzt. Das heißt, ich bekomme alles in der Datenbank. Und das ist deshalb so wichtig als Produktunternehmen, denn gerade wenn ich ja immer im Bleeding Edge arbeite, immer Vorschreiter bin, Innovator selbst sein möchte, kann ich nicht alles rigoros in SQL zum Beispiel machen, sondern ich brauche auch NoSQL. Ich brauche auch Spatial Analysis, vor allem bei globalen Lieferketten. Und andere Funktionen, die alle eingebettet sind, die ich schon bei der Oracle Autonomous Database 23AI bekomme. Die Oracle Autonomous Database 23AI hat zwei signifikante Funktionen, die uns dazu getrieben haben, natürlich das Upgrade sofort zu machen, als sie verfügbar waren. Vektortypen und Select AI. Zum ersten zum Vektortypen. Vektoren sind absolut essentiell, wenn man mit der AI arbeiten möchte. Ich möchte gerne alles in Vektoren embedden. Dann kann ich auch Vektorensuche anwenden, bin hochgradig effizient beim Suchen. Das verschnellert alles und macht alle Daten vergleichbar miteinander. Vergleichbar für die AI und das heißt vergleichbar auch für meinen Kunden. Ich kann plötzlich ganze Lieferketten miteinander vergleichen, ganz einfach, wenn ich sie vektorisiere. Und das andere Feature war Select AI in der Oracle Autonomous Database 23AI. Ich schreibe normalen deutschen Text und ich bekomme tatsächlich einfach die SQL Query zurück und dann kann ich einfach mit den Daten arbeiten. Das heißt, die Nähe von Daten zur Entscheidung ist für jeden einfach so asymptotisch zu null geworden. Denn jetzt kann ich jedem ermöglichen, einfach eine normalsprachliche Anfrage an die Datensätze zu stellen in unserer Plattform und bekomme dann die Datensätze in strukturierter Form zurück. Und viele Funktionen, die wir uns gewünscht haben, wurden dann eingebaut. Zum Beispiel so einfache Sachen wie zum Beispiel Boolean Types, JSON Duality View, was einfach wirklich faszinierend ist. Denn eins, was vor allem bei der Entwicklung heutzutage ist, es gibt dieses Opinionated, ich mache NoSQL und ich mache SQL und JSON Duality View macht das komplett, die Diskussion wird komplett nichtig, denn ich kann einfach beides machen, in der gleichen Datenbank auf den gleichen Daten. Und zwar bauen wir auf dem Autoscaling auf bei der Oracle Autonomous Database 23AI. Das heißt, wir skalieren sowohl CPU als auch Storage automatisch up to 3 times. Und was wir später gemerkt haben, ist, wie häufig hoch und runter skaliert wurde. Das heißt, der Traffic ging da schon durch. Und da habe ich das erste Mal drauf geschaut und gesehen, oh, okay, das ist ja spannend. Mit dem globalen Internet-Traffic, wer von wo zugreift. Und so ging unser Autoscaling und es hat einfach funktioniert. Die Oracle Autonomous Database 23AI als Paket ist das Essentiellste, was ich bei mir in der Firma haben kann. Denn ich habe gelernt schon als CTO, Logik und Code, gerade jetzt mit KI, kann erzeugt werden. Aber die Datenpersistenz, dieser Layer, der wird nicht einfach so erzeugt, sondern den muss man eben halt erstellen und der hat die ganzen Funktionalitäten.